Stell dir vor, du wachst eines Morgens auf, und alles, was du für selbstverständlich hältst, ist verschwunden. Kein Lichtschalter, kein Gasherd, kein Handy in deiner Hand. Nur Dunkelheit, Kälte, Stille. Du bist plötzlich zurückversetzt ins Mittelalter. Und jetzt musst du überleben. Viele glauben, die Menschen damals seien primitiv gewesen, schmutzig, brutal. Doch die Wahrheit, sie kannten Überlebenstricks, die wir längst vergessen haben. Tricks, die so genial waren, dass sie noch immer dein Leben retten könnten. Wenn alles zusammenbricht. Sie wussten, wie man Feuer nicht nur entfacht, sondern über Wochen am Leben hält. Sie wussten, wie man Essen haltbar macht, ohne Kühlschrank, ohne Chemie. Sie wussten, wie man sich schützt, nicht mit Stacheldraht, sondern mit lebenden Zäunen. Und während wir glauben, wir seien modern, unbesiegbar, haben wir vieles verlernt. Vielleicht sind wir die Verwundbaren, nicht sie. In diesem Video wirst du 7 vergessene Überlebenstechniken des Mittelalters entdecken. Jede einzelne, so kraftvoll, dass sie dir in einer Krise das Leben retten könnte. Und am Ende wirst du verstehen, die Menschen damals waren vielleicht ärmer, aber in einem Punkt waren sie uns weit voraus. Bevor wir beginnen, eine Frage an dich. Glaubst du wirklich, dass du ohne Strom, ohne Supermarkt, ohne Internet überleben könntest? Bleib bis zum Ende und finde heraus, ob du bereit bist. Stell dir eine kalte Nacht vor. Der Wind peitscht über die Hügel. Regen durchnässt deine Kleidung. Deine Finger sind starr vor Kälte. Du bist ein Hirte im 13. Jahrhundert. Allein mit deiner Herde, weit weg vom Dorf. Und das Einzige, was dich am Leben hält, ist das Feuer. Aber wie entzündet man Feuer, wenn alles nass ist? Wenn Funken erlöschen, Holz nicht brennt. Und du weißt, ohne Wärme wirst du sterben. Die Menschen des Mittelalters kannten die Antwort. Sie erfanden die Feuerbündel. Kein Streichholz, kein Feuerzeug, keine moderne Technik. Nur Pflanzenstängel, Lehm und Wissen. Sie nahmen hohle Stängel, von Holunder oder Schilf. Sie legten glühende Kohlen hinein. Dann verschlossen sie die Enden mit Lehm oder Wachs. Drinnen war kaum Sauerstoff. Gerade genug, damit die Glut lebte. Aber nicht genug, um sie zu verzehren. So konnte ein winziger Funke Tage überstehen, manchmal sogar Wochen. Reisende trugen Feuerbündel in Lederbeutel. Schäfer bewahrten sie in Holzdosen auf. Immer bereit, jederzeit, um das Feuer neu zu entfachen. Man brauchte keinen Funken, keinen Stein, keine Reibung, nur das Öffnen und ein sanftes Anblasen der Glut. Noch genialer, manche nutzten besondere Pilze. Den Zunderschwamm, ein Pilz, der Glut über Monate tragen konnte. In Klöstern hielt man so das ewige Licht am Leben. Eine Flamme, die nie erlosch. Ein Symbol für Glauben und für Sicherheit. Denn Feuer bedeutete nicht Bequemlichkeit. Es bedeutete Überleben. Ohne Feuer, kein warmes Essen. Ohne Feuer, kein Schutz gegen Kälte. Ohne Feuer, keine Hoffnung. Und heute? Wir sind abhängig von Technik. Unsere Streichhölzer gehen aus. Unsere Feuerzeuge sind irgendwann leer. Batterien versagen. Gasflaschen enden. Wir glauben, wir könnten jederzeit Feuer machen. Aber was, wenn es regnet, tagelang? Was, wenn du in der Wildnis bist und dein Feuerzeug fällt ins Wasser? Plötzlich stehst du da, hilflos. Die Menschen des Mittelalters waren nie hilflos. Sie wussten, das Geheimnis ist nicht, Feuer neu zu erschaffen. Das Geheimnis ist, es niemals ausgehen zu lassen. Das Feuerbündel war mehr als Technik. Es war ein geschlossenes System. Ein ewiger Kreislauf. Eine Ressource, die nie versiegte, solange man sie pflegte. Und vielleicht ist genau das die Lektion. Wir lernen heute, wie man Feuer schnell macht. Mit Streichholz, mit Feuerstahl, mit Chemie. Doch wir verlernen Geduld. Wir verlernen das Wissen, eine Glut über Wochen zu bewahren. Und genau dieses Wissen könnte uns retten. Die wahre Genialität lag nicht darin, Feuer zu erschaffen, sondern darin, es niemals sterben zu lassen. Stell dir einen kleinen Hof vor. Eine Holzhütte, der Rauch zieht durch die Ritzen.
Und im Inneren hängen Fleischstücke, Körner, Kräuter. Heute denken wir bei Rauch nur an Geschmack. An Speck, an Lachs, an Schinken. Doch im Mittelalter war Rauch viel mehr. Rauch war ein komplettes Konservierungssystem. Die Menschen wussten, jeder Baum hat seine eigene Chemie. Kiefer machte Getreide für Insekten ungenießbar. Wacholder vertrieb Motten. Eiche gab Kräutern neue Stärke. Sie hängten Säcke mit Weizen, Gerste oder Roggen in die Rauchkammern. Tagelang. Dann lagerten sie in Räumen, die nach Rauch rochen. Das Korn hielt Jahre länger. Heilpflanzen wurden ebenfalls geräuchert. Nicht nur, um sie haltbar zu machen. Manche wurden stärker. Ein Kraut, frisch geerntet schwach, doch nach Rauchbehandlung fast doppelt so wirksam. Auch Textilien, Leinen, Wolle, sogar Leder. Im Rauch wurden sie wasserabweisend. Robuster. Motten hatten keine Chance. Fischer räucherten ihre Netze, damit sie länger hielten, auch im Salzwasser. Seile wurden haltbarer. Kleidung trocknete schneller. Die besten Rauchkammern hatten mehrere Zonen. Unten heißer Rauch für Fleisch. In der Mitte kühler Rauch für Getreide. Oben der sanfteste Rauch für Heilkräuter. Nichts wurde verschwendet. Alles wurde verwandelt. Und heute? Wir rauchen nur Fleisch, für den Geschmack. Wir kaufen Konservierungsstoffe im Supermarkt. Chemie, Plastikverpackung, Kühlketten. Doch was passiert, wenn der Strom ausfällt? Wenn Kühlschränke aus sind? Wenn Dosen nicht mehr produziert werden? Unsere Vorräte verrotten. Ihre Vorräte hielten Jahre. Die Menschen des Mittelalters kannten Geduld. Sie kannten die Sprache des Rauches. Sie wussten, welcher Baum welches Ergebnis brachte. Und wir? Wir haben vergessen, dass Rauch nicht nur Duft ist. Es war Alchemie. Es war Wissenschaft. Es war Überleben. Vielleicht sollten wir uns daran erinnern. Denn eines Tages könnte Rauch wieder unser einziger Verbündeter sein. Wenn dich solche vergessenen Wahrheiten faszinieren, dann bleib unbedingt dran. Es kommen noch erstaunlichere Geheimnisse. Stell dir ein Dorf vor. Umgeben von Feldern. Doch keine Mauern, keine Zäune aus Draht. Die Menschen des Mittelalters bauten etwas anderes. Lebende Zäune. Sie schnitten junge Äste, nicht ganz, nur halb. Sie bogen sie, verflochten sie. Der Baum wuchs weiter, heilte und bildete eine Mauer aus Leben. Dornige Pflanzen wie Weißdorn und Schwarzdorn machten den Zaun undurchdringlich. Niemand konnte einfach hindurch. Nicht Mensch, nicht Tier. Doch es war mehr als Verteidigung. Zwischen den Dornen pflanzten sie Früchte. Äpfel, Beeren, Nüsse, medizinische Pflanzen wie Weide oder Holunder wurden bewusst eingeflochten. So gab der Zaun nicht nur Schutz, sondern auch Nahrung und Heilung. Jedes Jahr schnitten die Bauern die Hecken zurück. Immer im Winter, wenn der Saft stillstand. So wuchsen sie dichter, stärker, unaufhaltsam. Manche Hecken lebten länger als die Dörfer selbst. Wenn ein Dorf verlassen wurde, blieb der Zaun. Ein grünes Monument vergangener Generationen. Die klügsten Zäune hatten Geheimtüren. Schmale Lücken, nur den Einheimischen bekannt. Im Ernstfall konnten sie blitzschnell geöffnet oder geschlossen werden. Andere Zäune hatten Gräben davor und Erdwälle dahinter. Eine komplette Festung, gebaut aus Pflanzen. Die Hecken zogen Tiere an. Vögel bauten Nester darin und fraßen die Insekten auf den Feldern. Wildtiere folgten den Hecken wie Straßen, direkt bis zum Dorf. So kam die Jagd an die Türschwelle. Und selbst der Abfall der Hecken, die abgeschnittenen Zweige, wurde genutzt. Für Körbe, für Werkzeuge, für Brennholz. Ein lebender Zaun war ein ganzes System. Schutz, Nahrung, Medizin, Material, Ökologie. Und heute? Wir kaufen Drahtzäune. Teuer. Sie rosten. Sie fallen um. Wir errichten Elektrozäune, die Strom fressen, die irgendwann versagen. Doch die Hecken des Mittelalters wurden mit der Zeit nur stärker. Sie brauchten keinen Strom, keine Reparaturen, nur Wissen und Geduld. Vielleicht haben wir uns von der Natur entfernt. Wir kämpfen gegen sie, statt mit ihr, und verlieren dabei das Wertvollste: Nachhaltigkeit.
Die Menschen des Mittelalters waren nicht primitiv. Sie waren Architekten des Lebens. Sie bauten Mauern, die atmeten, Festungen, die Nahrung gaben. Stell dir vor, du gehst heute durch dein Dorf. Anstelle von kahlen Zäunen, ein lebendes grünes Band. Ein Zaun, der dich schützt, ernährt und Jahrhunderte überdauern kann. Das war kein primitiver Trick. Es war die höchste Form von Zusammenarbeit mit der Natur. Stell dir einen Markt im Mittelalter vor. Menschen tragen Krüge aus Ton. Nicht nur für Wasser, sondern für etwas viel Wertvolleres. Wir denken bei Batterie sofort an Strom, an Volt, an Watt, an Smartphones und Laptops. Doch die Menschen des Mittelalters hatten ihre eigenen Batterien. Nicht für Elektrizität, sondern für Kälte, für Wärme, für das Überleben. Die gebräuchlichste war die Kühlamphore. Ein Gefäß mit doppelten Wänden. Der Zwischenraum, gefüllt mit feuchtem Sand. Wenn das Wasser verdunstete, zog es die Hitze nach außen. Drinnen blieb es kühl. Ohne Eis. Ohne Strom. Milch hielt länger. Fleisch verdarb nicht sofort. Obst blieb frisch. Andere Gefäße speicherten Wärme. Sie mischten Ton mit Stein oder Metallspänen. Sie brannten daraus Ziegel oder Scheiben. Man legte sie ins Feuer. Und sie speicherten Hitze für Stunden. Nachts, wenn es eisig war, legte man sie ins Bett. Sie gaben Wärme ab, bis zum Morgen. Sicher. Ohne offene Flamme. Reisende trugen kleine Tonscheiben in Taschen. Hirten steckten sie in ihre Umhänge. So überstanden sie die kältesten Nächte. Noch raffinierter waren die Konservierungsgefäße. Innen ausgekleidet mit Asche, Salz und Kräutern. Sie erschufen Mikroklimate. Darin konnten Samen Jahrzehnte überleben. Manche Klöster berichteten, Samen seien auch nach 30 Jahren noch keimfähig. Und das Erstaunlichste? Diese Batterien nutzten sich nie ab. Eine Amphore konnte Generationen dienen. Ein Wärmestein konnte unendlich oft erhitzt werden. Und heute? Unsere Batterien haben kurze Lebensdauer. Handys sterben nach 2 Jahren. Akkus blähen sich auf. Neue Rohstoffe müssen abgebaut werden. Lithium, Kobalt, seltene Metalle. Wir nennen es Fortschritt. Doch vielleicht war das Mittelalter nachhaltiger als wir. Ihre Batterien kamen aus der Erde und konnten immer wieder genutzt werden. Unsere Batterien kommen aus Minen und hinterlassen Müllberge. Stell dir vor, du verlierst heute den Strom. Kein Kühlschrank, keine Powerbank, keine Heizung. Plötzlich bist du hilflos. Doch ein Bauer im 12. Jahrhundert hätte seine Tonamphore genommen, sein Wärmestein ins Feuer gelegt und überlebt. Vielleicht sollten wir fragen, wer wirklich moderner ist. Wir, mit unserer Abhängigkeit von Technik? Oder sie, mit Wissen, das Jahrhunderte überdauerte? Die Tonbatterien waren keine primitive Lösung. Sie waren genial. Eine Technik, die heute fast vergessen ist. Stell dir einen Jäger vor. Sein Mantel ist schwer, triefend nass vom Regen. Doch er bleibt trocken darunter. Nicht wegen Plastik, nicht wegen Gore-Tex, sondern wegen einer alten Kunst. Die Menschen des Mittelalters nannten es Reibungsglanz. Eine Technik, so effektiv, dass sie Kleidung wasserdicht machte und doch atmen ließ. Sie begannen mit Harz, von Kiefer, von Fichte, von Birke. Sie schmolzen es, mischten es mit Tierfett und Bienenwachs. Ein dicker, zäher Brei entstand. Und dann begann die eigentliche Arbeit. Man nahm Stoff oder Leder, rieb die Paste kräftig hinein, stundenlang. Die Hitze der Hände, die Reibung, öffneten die Fasern. Die Mischung drang tief ein. Nicht nur eine Schicht obenauf, sondern Teil des Materials selbst. Wenn es abkühlte, war das Gewebe verwandelt. Wasser perlte ab, doch Luft konnte hindurch. Schweiß entwich, atmungsaktiv und dennoch dicht. Ein Jäger konnte tagelang im Regen gehen. Sein Mantel blieb trocken. Ein Hirte konnte Zelte und Taschen schützen. Nichts wurde durchnässt. Noch genialer, man fügte Zusätze hinzu. Zerkleinerte Holzkohle als Sonnenschutz. Mineralpulver, damit das Leder im Winter flexibel blieb. Kräuter, um Insekten fernzuhalten. Jede Region hatte ihr eigenes Rezept.
über Generationen verfeinert. Weitergegeben, wie ein Familiengeheimnis. Und heute? Wir kaufen teure Outdoor-Jacken. Nach 3 Jahren verlieren sie ihre Membran. Wir werfen sie weg, kaufen neue. Ein endloser Kreislauf von Konsum. Doch die Menschen des Mittelalters brauchten nur Wald und Wissen. Alles konnten sie selbst herstellen. Alles konnten sie erneuern. Reibungsglanz war nicht nur Technik. Es war Unabhängigkeit. Es war Freiheit von Märkten und Fabriken. Und wenn wir ehrlich sind, unsere moderne Welt ist verletzlich. Lieferketten brechen. Produktion stoppt. Und plötzlich haben wir nichts mehr. Doch mit Harz, Fett, Wachs könnte jeder von uns seine Kleidung wasserdicht machen. So wie vor 700 Jahren. Vielleicht war ihre primitive Lösung besser als unsere Hightech-Produkte. Denn ihr System konnte man unendlich wiederholen. Unseres endet, wenn der Laden zu hat. Der wahre Glanz lag nicht im Stoff, sondern in dem Wissen, das ihn schützte. Welche dieser alten Techniken würdest du heute selbst ausprobieren? Schreib es jetzt in die Kommentare und lass uns gemeinsam überlegen. Stell dir eine Nachtwanderung vor. Nebel liegt schwer über dem Land. Du siehst keinen Weg, keine Sterne, keine Sonne. Im Mittelalter war das normal. Keine Taschenlampen, keine Kompassnadeln für jedermann, keine GPS-Geräte. Und doch fanden die Menschen ihren Weg. Nicht mit den Augen, sondern mit den Ohren. Sie hörten, wie der Wind durch die Bäume strich. Eine Eiche klang anders als eine Kiefer. Ein dichter Wald klang dumpfer als ein offenes Feld. Sie riefen in die Dunkelheit und hörten das Echo. Kam es schnell zurück, war ein Tal in der Nähe. Kam es langgezogen, war die Ebene weit. Reisende lauschten den Vögeln. Ein Wald voller Amseln war nicht derselbe wie ein Wald voller Krähen. Jedes Gebiet hatte seine eigene Klanglandschaft. Besonders wichtig war Wasser. Geübte Ohren hörten Flüsse aus über einer Meile Entfernung. Am Klang konnten sie erkennen, ob es ein Bach war oder ein großer Strom. In dichtem Nebel, in der Nacht, schlugen sie Holz aneinander. Sie hörten, wie der Schall zurückkam. Das verriet ihnen, ob ein Abgrund nah war oder ein dichter Wald. Einige konnten sogar das Wetter voraussagen. Wenn Vögel plötzlich verstummten, kam ein Sturm. Wenn entfernte Geräusche gedämpft klangen, kündigte sich Regen an. Das Ohr war ihr Kompass. Die Klanglandschaft, ihre Karte. Und wir? Wir verlassen uns auf Bildschirme. Ein Pfeil auf dem Handy sagt uns, wo es lang geht. Doch wenn der Akku leer ist, sind wir blind. Wir haben verlernt, mit den Ohren zu sehen. Wir haben vergessen, dass Geräusche Informationen tragen. Dabei kann das menschliche Ohr über 1500 Klangvariationen unterscheiden. Doch heute nutzen wir kaum noch einen Bruchteil davon. Im Mittelalter war Klang Navigation, Wissenschaft, Überlebenskunst. Und vielleicht wird eines Tages die Technik versagen. Dann bleibt uns nur das, was wir hören. Stell dir vor, du gehst durch den Wald. Kein GPS, kein Licht, nur Dunkelheit und Geräusche. Kannst du hören, wohin der Wind dich führt? Kannst du unterscheiden, ob Wasser links oder rechts rauscht? Kannst du erkennen, ob du dich im Kreis bewegst? Die Menschen des Mittelalters konnten es. Wir haben es vergessen. Doch vielleicht ist es Zeit, diese Fähigkeit wieder zu erwecken. Denn dein bestes Navigationsgerät trägst du immer bei dir. Deine Ohren. Stell dir ein Dorf im Mittelalter vor. Kein Buchladen, keine Bibliothek, kein Internet. Und doch wussten die Menschen, wie man überlebt. Denn ihr Wissen war nicht auf Papier gespeichert. Es lebte in Köpfen, in Liedern, in Spielen, in Geschichten. Man nannte es kein System. Aber es war eines: ein menschliches Datennetzwerk. Ein Kräutersammler wusste, wie eine Pflanze aussah. Ein anderer wusste, wann man sie erntete. Ein dritter, wie man sie anwendete. Allein waren sie unvollständig. Zusammen hatten sie die ganze Wahrheit. Wissen wurde in Reimen weitergegeben. In Liedern. In Rhythmen. Ein falsches Wort fiel sofort auf. So verhinderte der Rhythmus Fehler. Kinder spielten Spiele. Doch die Spiele waren Lektionen.
Ein Zählspiel lehrte, welche Beeren giftig waren. Ein Lied erklärte den Ablauf beim Gerben von Leder. Ein Tanz erinnerte an den Wechsel der Jahreszeiten. Das Dorf selbst war ein Speicher. Der große Stein am Feldrand erinnerte daran, wann gesät werden musste. Der Baum am Brunnen stand für Heilung. Jede Ecke war ein Merkpunkt. Und das Beste? Es gab Redundanz. Wissen war nie nur an einem Ort. Es war in Liedern, in Geschichten, in Symbolen, in Köpfen. Wenn einer starb, blieb es bei den anderen. So überlebte Wissen Kriege, Seuchen, Katastrophen. Und heute? Wir lagern alles in Geräten. Auf Festplatten, in Clouds, auf Servern. Doch Bücher können brennen. Server können abstürzen. Akkus können leer werden. Wenn das geschieht, was bleibt uns? Vielleicht nichts. Denn wir haben vergessen, uns Wissen einzuprägen. Wir vertrauen Maschinen, statt unserem Gedächtnis. Die Menschen des Mittelalters waren nicht naiv. Sie wussten, Wissen ist Leben. Und man darf es nicht einem einzigen Träger anvertrauen. Sie verteilten es, wie Samen im Feld, damit es wuchs, egal, wo ein Sturm kam. Vielleicht ist das der größte Unterschied. Wir horten Informationen. Sie teilten Wissen und machten es unzerstörbar. Stell dir vor, dein Handy fällt aus. Dein Laptop ist kaputt. Das Netz verschwindet. Hast du noch das Wissen, um zu überleben? Die Menschen des Mittelalters hätten es gehabt. Und vielleicht sollten wir von ihnen lernen. Wir blicken oft auf das Mittelalter. Mit Überheblichkeit. Kein Strom. Keine Technik. Keine moderne Medizin. Doch wenn wir ehrlich sind, waren sie vielleicht stärker als wir. Sie wussten, wie man Feuer nie verlöschen ließ. Sie wussten, wie Rauch Nahrung unsterblich machte. Sie bauten Mauern, die lebten. Sie speicherten Kälte und Wärme in Ton. Sie machten Kleidung wasserdicht, mit bloßen Händen. Sie fanden den Weg, nur mit dem Ohr. Und sie bewahrten Wissen, in Liedern und Spielen. Sie hatten kein Internet, kein GPS, keine Batterien. Aber sie hatten Resilienz. Und Resilienz ist wahre Stärke. Heute dagegen haben wir alles. Doch es ist zerbrechlich. Ein Stromausfall, und wir sind hilflos. Ein leeres Handy, und wir sind verloren. Ein unterbrochener Lieferweg, und unsere Vorräte verschwinden. Vielleicht sind nicht sie die Primitiven. Vielleicht sind wir es. Denn sie lebten im Einklang mit der Natur. Wir leben gegen sie. Sie bauten Systeme, die stärker wurden mit der Zeit. Wir bauen Systeme, die verfallen. Das Mittelalter war nicht nur Leid. Es war auch Wissen. Und dieses Wissen könnte uns eines Tages retten. Darum frage ich dich jetzt: Welche dieser 7 Techniken hat dich am meisten überrascht? War es das Feuerbündel? Der Rauch? Die lebenden Zäune? Die Tonbatterien? Der Reibungsglanz? Die Klangnavigation? Oder das Wissensnetzwerk? Schreib es in die Kommentare. Ich will deine Meinung lesen. Und wenn du die Wahrheit über das Mittelalter weiterentdecken willst, abonniere jetzt unseren Kanal Leben damals. Denn dies war erst der Anfang. In unserer Playlist Alltag im Mittelalter warten weitere Geschichten. Geschichten von Kindern, die schuften mussten. Von Frauen, die kämpfen mussten. Von Männern, die träumten und scheiterten. Klick jetzt auf Abonnieren. Klick auf die Playlist. Und begleite uns auf die Reise in eine Epoche, die dunkel war, die grausam war, die uns aber alle geformt hat. Dies war Leben damals. Wir sehen uns im nächsten Video.